Das ist Spotify, eine der bekanntesten Musikplattformen der Welt. Millionen Nutzer hören täglich hier ihre Lieblingsmusik. Doch mit der Plattform verändert sich auch die Musik. Was passiert hier? Ich möchte mir anschauen, wie Spotify die Musik, die wir hören, verändert. Also los geht's. Spotify has spoken and it has chosen. Music and podcast giant Spotify is raising its prices for its 200 million subscribers. Fast die Hälfte des Umsatzes macht die deutsche Musikindustrie mit Streamingdiensten wie Spotify. 2006 gegründet, zählt Spotify zu den beliebtesten Audio-Streaming-Diensten weltweit. Mit etwa 675 Millionen aktiven Nutzerinnen und Nutzern steht der Anbieter sinnbildlich für den zeitgemäßen Musikkonsum. Wagen wir doch einen kleinen Blick zurück zum Anfang der 80er Jahre. Die Compact Disc, kurz CD, kommt auf den Markt. 40 Mark kostet die Mini-Platte, wohingegen das Abspielgerät mit rund 2000 Mark kein Schnapper war. Das war natürlich auch eine Methode, den Gewinn zu optimieren, weil Menschen, die bisher Schallplatten gekauft hatten, die in der Sammlung hatten, dieselben Alben nochmal gekauft haben auf CD. Erinnert sich der stellvertretende Chefredakteur der Rolling Stone, Arne Willander. Dann kam es langsam aber sicher, das Internet. 1999 wurde das Unternehmen Napster gegründet und veränderte einfach alles. Millionen von Internetnutzern begannen ihre digitalisierte Musik auszutauschen. Die CD-Käufe brachen ein und so zeigte die Digitalisierung doch auch Schattenseiten. In der Industrie macht sich Panik breit. Bis 2003. Apple-Gründer Steve Jobs präsentiert den digitalen Musikladen iTunes. So that's iPod. Next, I'd like to talk about iTunes. 3 Jahre darauf wurde dann auch Spotify von Daniel Ek und Martin Lorentzon gegründet. Schauen wir uns doch ein paar Zahlen an. Im Jahr 2024 erwirtschaftete Spotify einen Umsatz von rund 15 Milliarden Euro. Und trotz kontinuierlich steigender Einnahmen blieb das Unternehmen lange Zeit jedoch im Minus. Erst in diesem Jahr konnte Spotify ein positives Jahresergebnis erzielen, mit einem Gewinn von etwa 1,1 Milliarden Euro. 2024 haben 263 Millionen Nutzer für Spotify Premium bezahlt. Doch wie funktioniert Spotify? Ein sehr ausführlicher Artikel zum Spotify-Algorithmus habe ich euch mal unten in der Videobeschreibung verlinkt. Zusammengefasst geht es darum, dass Spotify ca. 6200 Mikrogenres hat, die aus sozialen Daten entstehen. Zum Beispiel, welche Songs gemeinsam gehört werden. Diese Genres sind nicht starr und bilden dann sogenannte Cluster von Hörgewohnheiten. Der Algorithmus schlägt so mathematisch naheliegende Songs vor, basierend auf bisherigen Hörgewohnheiten. Wenn jemand zum Beispiel nach Jazzmusik sucht und den ganzen Tag nur Jazzmusik hört, wird ihm der Algorithmus keine Popmusik vorschlagen. Und so verlieren wir auch ganz schnell den Blick über die musikalische Vielfalt, die es gibt. Der Algorithmus zeigt nämlich selten Musik, die völlig außerhalb unseres Hörverhaltens liegt. Ein anderer wichtiger Punkt sind Playlisten. Von Spotify selbst gibt es rund 1500. Ich denke, Playlisten sind auf jeden Fall sowohl für KünstlerInnen und NutzerInnen gleichermaßen wichtig. Wir sehen auf jeden Fall, dass gewisse Playlisten ein sehr, sehr hohes Engagement haben und für KünstlerInnen kann eine Platzierung schon den Unterschied machen. Und wenn Künstler mit ihren Songs in bekannte Playlisten kommen, heißt das dann wiederum, dass sie bekannter werden. KünstlerInnen können ihre Musik über Spotify for Artists vorstellen. Das ist unsere KünstlerInnen-Plattform. Das heißt, da kann man sich einloggen und auch die Musik oder die Track für gewisse Playlisten vorschlagen. Das landet dann bei der Musikredaktion. Und dann hat man die Chance, in eine Playliste zu kommen. Tatsache ist aber, dass die Musikredaktion sehr neutral sein muss, damit jeder die gleichen Chancen hat, in solche Playlisten aufgenommen zu werden. Zu sogenannten Geistermusikern und wie die mit Spotify Geld verdienen, gibt es eine sehr gute Doku, die habe ich euch auch mal unten verlinkt. Jetzt nochmal zu einem ganz anderen Punkt. Eine Studie der Ohio State University hat herausgefunden, dass das durchschnittliche Intro eines Liedes, also die Zeit, bis man jemanden singen hört, zwischen 1987 und 2015 von 20 auf 5 Sekunden geschrumpft ist. Und dadurch verändert sich auch die Struktur der Musik, die erfolgreich sein möchte. Ein Grund: Wenn man nach weniger als 30 Sekunden weggeschaltet wird, zählt das Lied als übersprungen. Der Spotify-Algorithmus wertet das Überspringen eines Liedes zudem als schlechtes User-Feedback und spült das Lied seltener an die Spitze der Empfehlungen oder nimmt es seltener in eine Playlist auf. Auch die Lieder selbst werden immer kürzer. Streaming-Plattformen bezahlen nämlich jedes Mal, wenn ein Song abgespielt wird. Solange dies mindestens für die erwähnten 30 Sekunden geschieht, spielt es keine Rolle, wie lange danach zugehört wird. Und das schafft dann auch Anreiz für möglichst kurze Songs. Je kürzer ein Lied, desto seltener wird es
übersprungen. Auch die App TikTok hat etwas damit zu tun. Die App setzt auf ultrakurze Videoformate, in denen Musik meist nur 15 bis 30 Sekunden lang eingesetzt wird. Damit ein Song auf TikTok viral geht, muss er in wenigen Sekunden zünden. Eine prägnante Hook, ein markanter Beat oder ein auffälliger Satz reichen oft schon. Und solche kurzen Ausschnitte entscheiden dann schon, ob der Song ein Hit wird oder im Digitalen nichts verschwindet. Und deshalb passen viele Künstler ihre Songs an TikTok an. Sie beginnen direkt mit dem Refrain, verzichten auf lange Einleitungen und produzieren eingängige, leicht wiedererkennbare Passagen, die sich gut für Challenges oder Tänze eignen. Der Einfluss dieser Plattform ist schon wirklich unglaublich groß. So groß, dass er die gesamte Struktur moderner Pop-Songs mitbestimmt. Trotzdem können Musiker immer schlechter von ihrer eigenen Musik leben. Auch die Vorschüsse von Plattenfirmen sind viel geringer, denn die Plattenfirmen wiederum gehen immer weniger ins Risiko. Das bedeutet auch, dass die Studiozeiten für junge Bands lange nicht mehr so großzügig bemessen werden. Die Alben müssen folglich schneller entstehen, also deutlich schlechtere Produktionsbedingungen. Die meisten Künstler müssen ihr Geld also mit Live-Konzerten verdienen und dieser Markt boomt. Das Angebot an Konzerten ist groß, die Nachfrage ebenfalls. Deshalb steigen auch die Ticketpreise. Schauen wir uns aber mal an, wie verdient denn Spotify überhaupt Geld? Okay, nehmen wir mal mich als Beispiel. Ich bezahle 10 Euro für ein Musikstreaming-Abo bei Spotify. Meine 10 Euro gehen zuerst in einen Geldtopf. Ein Drittel behält Spotify. Nehmen wir hier zur Vereinfachung mal 3 Euro. Ein anderer Teil bekommen Verwertungsgesellschaften wie die GEMA. Und das restliche Geld geht an die Labels, die einen Vertrag mit dem Sänger haben. Wie viel Geld also am Ende bei den Künstlern landet, das hängt von den Verträgen ab. Je nachdem geben Labels normalerweise 10 bis 20% ihrer Einnahmen an die Sänger weiter. Es ist echt krass, aber die meisten Künstler verdienen sogar weniger als 1000 Euro im Jahr. Reich werden kann man also nur mit Musikstreaming-Diensten wie Spotify nicht. Spotify hat aber auch durch ganz andere Dinge Einfluss auf uns. Ein bekanntes Beispiel: Spotify Wrapped. Es kommt immer zum Ende des Jahres und ist mittlerweile Tradition geworden. Hier stecken aber auch gezielte Tricks und Mechanismen dahinter. Zum Beispiel durch genaue Zahlen. Lieblingskünstler und Genre wird das Musikhören messbar gemacht. Die Daten befriedigen unser Bedürfnis nach korrekten Informationen und ermöglichen Vergleiche mit anderen. Außerdem fördern Funktionen wie Top 1 der Fans oder Städtevergleiche das Teilen der Ergebnisse und stärken das Gemeinschaftsgefühl. Persönliche Kategorien wie Abenteurer sprechen unsere Neugier an und ermöglichen eine spielerische Auseinandersetzung mit unserer Musikhöridentität. Und solche Sachen sind eben auch mitentscheidend. Wrapped wird so ein Teil unserer digitalen Selbstdarstellung. Ähnlich wie Spotify selbst. Personalisiert, datenbasiert und oft ganz schön inszeniert. Spotify hat also unsere Art, Musik zu konsumieren, komplett verändert. Aber was bedeutet das langfristig? Wird Musik zunehmend zur Nebensache? Ein Soundtrack für unsere To-Do-Listen? Wrapped liefert uns zwar eine Datenanalyse, doch vielleicht sollten wir uns viel eher fragen, welche Songs würden in unserem persönlichen Soundtrack auftauchen, wenn mal niemand zuhört? Verwendet ihr Spotify? Schreibt mir mal das gerne unten in die Kommentare. Danke fürs Zusehen. Solche Videos sind immer unglaublich viel Arbeit, also lasst gerne ein Abo da. Hier geht es zu einem ganz ähnlichen Video zu KI in der Musikbranche. Tschüss und bis bald.